Bei Flive PC war es ein bisschen komplizierter, weil da musste man sich immer mit der E-Mail-Adresse anmelden, plus Two-Factor Authentification, keine gespeicherten Sessions, jedes Mal Passwort eingeben und ich hatte 23 Accounts. Das war tatsächlich etwas kompliziert, ja. Aber da hatte ich auch Listen, wo meine Accounts draufstehen, welche Chars drauf sind und so weiter. Da habe ich mir sogar aufgeschrieben, welche Items auf den Chars liegen. Also bei Flive PC war es wirklich, da war es wirklich eine Kunst ab einem gewissen Punkt. Richtig schlimm ist es geworden, als Riot dazu kam. Wann war das? 2020? Ich glaube 2020 wurde das erste Mal in 10 Jahren, also die letzten 9 Server waren 2011. Das waren nur diese PK-Server, die waren eh scheiße. Aber das letzte Mal, dass neue Server gestartet waren 2011 bei Flive PC. Also deutsche Server, neue deutsche Server, Entschuldigung, Deutsch. Und da wurde es dann schon kompliziert, weil erstens habe ich dann nicht mehr mich täglich eingeloggt in die Charakter, also auf meinem Home-Server Yggdrasil. Und dann habe ich es aber auch so gemacht, tatsächlich, da habe ich dann auch es so gemacht, dass ich, da habe ich mir dann auch natürlich eine Liste gemacht, aber da habe ich dann plötzlich auf 2 Servern gespielt, was für mich auch total neu war, auf 2 Servern zeitgleich so ein bisschen aktiv zu sein. Wobei ich auf Yggdrasil eigentlich nicht wirklich aktiv war, ich habe eigentlich schon zu 99% nur auf Riot gespielt. Aber trotzdem, wenn du dann mal was geguckt hast oder wenn du mal was nachschauen wolltest, welcher Char hat jetzt was oder hey, habe ich von diesem Char noch irgendwas eingelagert oder so, das ist dann schon echt kompliziert geworden, weil dann hattest du, und stimmt, was auch noch dazu gekommen ist, ganz vergessen, ist, dass ich auf vielen Accounts, also ich habe mir das zunutze gemacht, dass Server-Merges schon frühzeitig angekündigt wurden, bevor diese neuen Server kamen, wurden die alten Server zusammengelegt. Es gab 3 und später gab es nur noch einen und dann ist noch ein zweiter neuer dazugekommen. Und durch diese 2 Server-Merges, die vorher stattgefunden haben, habe ich da das ausgenutzt, dass eben gemerged wird und du konntest ja 3 Charakter pro Account haben bei Flive PC. Aber wenn ein Server gemerged wurde, dann konntest du 3+3 haben. Oder sogar 3+3+3. Und das sind dann quasi 9. Und dann hatte ich teilweise auch noch 9 Charakter auf einem Account bei Flive PC und habe diese ganzen Low-Level-Charakter da benutzt, um Sachen einzulagern. Und an dem Punkt musste ich dann wirklich anfangen, mir aufzuschreiben, auf welchen Charakter ich was einlager, weil es dann einfach nur noch zu kompliziert geworden ist. Also das war da wirklich so viel, das konntest du dir legit nicht mehr merken. Das war einfach viel zu viel. Also hatte ich dann quasi 8 Accounts für den neuen Server, das war noch halbwegs okay. Plus die 23 Accounts für den alten Server. Und auf 4 Accounts halt auch, wie gesagt, bis zu 9 Charakter, von denen ich natürlich nicht alle aktiv gespielt habe oder benutzt habe. Aber zumindest zum Einlagern hatte ich vieles benutzt. Und habe mir dann halt wirklich aufschreiben müssen, was da tatsächlich auf dem Account eigentlich abgeht. Oder was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel, ich habe ein Event übelst gefarmt. Dann gab es leider bei Flive PC immer diese Events, wo Sachen nicht gestackt haben. Da hast du unfassbar viel Platz gebraucht für so ein Box-Opening. Und dann habe ich mir quasi dazu geschrieben, okay, der Char hat dieses Event. Auch wenn das Event lange genug in der Vergangenheit lag, habe ich mich auf dem Char eingeloggt, Shop gemacht, verkauft. Was ja bei Flive PC zum Glück auch mit Level 1er Chars geht. Und habe dann alles verkauft. Und dann habe ich dann quasi dazu geschrieben, oder habe ich es halt wegradiert. Ich habe es immer mit Bleistift auf so einen Zettel geschrieben. Also der Account war immer ein Kugelschreiber und was dann drauf ist, war ein Bleistift, damit man es halt tauschen kann, easy. Und dann habe ich es dann immer ausradiert und quasi dann dazu geschrieben, ist leer. Da muss ich mich nicht mehr auf den Account einloggen, weil ich weiß, okay, der ist leer. Da muss man nicht mehr drauf gucken. Der ist tatsächlich leer. Also bei Flive PC, lange Rede, kurzer Sinn, da war es echt irgendwann sehr kompliziert. Weil es natürlich alles Sachen sind, das sind alles Probleme, die man sich ja selber schafft letztendlich. Keiner zwingt dich, so viel Zeug einzubunkern. Keiner zwingt dich, alle Boxen selber zu öffnen. Keiner zwingt dich, 50 Chars zu erstellen und so. Das waren ja alles Sachen, die man selber machen wollte. Aber ja, keine Ahnung. Flive hat sich irgendwann einfach so entwickelt, dass das einfach so ist, dass du halt diese Charakter irgendwie, also brauchst du nicht zwingend, aber du willst sie halt irgendwie haben. Und dann machst du halt einen Charakter, dann machst du halt noch einen, dann machst du einen neuen Account, dann machst du halt noch einen. Und über die Jahre staut sich dann halt einiges an. Ich kenne eigentlich nur wenige, die bei Flive PC weniger als 10 Charakter hatten. Die wenigsten. Fast niemand eigentlich. Einfach nur für Shops und Lagerchars und so hast du so viele Charakter gefühlt gebraucht. Aber es geht in Flive Universe alles gar nicht, weil 99% der Items hier von Events sowieso seriengebunden sind. Also das Problem hat man ja auf jeden Fall nicht.
weil du die Items eh nicht traden und einlagern kannst. Meistens schmeißt du sie weg, wenn du sie nicht brauchst, oder du verkaufst, oder du benutzt sie halt selber. Die Option mit dem Einlagern hast du ja nicht wirklich. Wenn eh alles sehengebunden ist.